Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten. Ich habe für euch wieder eine frisch gepresste Sendung und ein Thema, um das wir heute nicht rumkommen, ist natürlich die Streikankündigung vom Lufthansa Cockpit, aber auch der Kabine. Es geht um Themen wie Rente, Strategie und natürlich Streik. Also insofern gucken wir uns das Ganze an bei der Lufthansa Classic, aber auch vielleicht bei anderen. Dann geht es weiter mit dem A380er, mit der Business Class, und zwar da gibt es eine Crewreduktion aufgrund der neuen 380er Sitze. Wir gehen weiter beim Thema Passagierrechte. Habt ihr natürlich auch während des Streiks, gehe ich auch darauf ein. Dr. Matthias Böse hat ja Gott sei Dank dazu was geschrieben. Und natürlich RG, da gibt es bei den Confirmed Suite Upgrades auch Neuigkeiten in der Form, dass wir uns da mal gucken können, ob ihr Kulanz bekommen könnt. Und City Airlines neuer Zubringer, aber trotzdem auch alte Konflikte, also auch hier natürlich von Gewerkschaftsseite. Ihr denkt daran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch aufs Cool zu kommen und dort Gas zu geben. Ja, was wollen wir denn machen? Und zwar, wir wollen Streik am 12. Februar. Da werden die Crews, Piloten, aber auch die Kabine ganztägig streiken. Ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben. Das kann man ehrlicherweise nicht sagen. Aber aufgerufen hat auf jeden Fall die Vereinigung Cockpit und die UFO. Und da geht es natürlich darum, um Abflüge ab Deutschland inklusive Fracht, also auch Cargo. Und der Kernkonflikt ist natürlich, dass man bei der Vereinigung Cockpit höhere Arbeitgeberbeiträge haben möchte und natürlich auch Betriebs- und Übergangsrente. Die UFO möchte Sozialplan und bessere Schutzmechanismen im Konzern, der immer mehr auf günstige Töchter setzt. Diese ganze AOC-Geschichte. Ja, lass uns mal kurz drauf eingehen, denn im Hintergrund ist ja so die Konzernstrategie mit dem neuen Konzept, wie mit dem, also das Flackern, ne, das geht mir so ein bisschen auf den Geist. Kann man das irgendwie umgehen? So sollte das mit dem Flackern besser sein. Nee, ich habe es immer noch, ich weiß es nicht. Es liegt ja am Licht leider. Sorry dafür. Habe versucht, die eine Lampe rauszunehmen, die das war, aber das ist anscheinend nicht die Lampe. So, auf jeden Fall geht es dabei um die Discover, aber auch über die City. Die wollen die Tarife drücken und die Kosten drücken bei der Lufthansa Classic. Bis 2017 gab es eine klassische Betriebsrente mit garantierter Auszahlung. Seitdem gibt es ein kapitalmarktfinanziertes Modell. Und dieses kapitalmarktfinanzierte Modell ist natürlich für viele nicht ganz so toll, denn das frühere Versorgungsniveau wird deutlich verfehlt mit dem Modell. Das ist das, was die Vereinigung Cockpit sagt. 7 Verhandlungsrunden ohne Ergebnis. Nach Aussage der VC gab es auch kein Angebot, das das Anliegen überhaupt aufgegriffen hätte. VC bot an, den alten Altersversorgungstarifvertrag befristet bis zum 31.12.2026 fortzuführen, inklusive Anpassung der Anlagestrategie unterhalb der urabgestimmten Forderungen. Lufthansa rechnet die VC-Forderung auf 228 Millionen Euro pro Jahr hoch und nennt das schlichtweg nicht bezahlbar. Heißt also, der Zusatzbeitrag von 1.800 Euro pro Monat für einen Musterpiloten. Ja, bei der Kabine sieht es ein bisschen anders aus. Da ruft man ohne Urabstimmung zu Warnstreiks auf, um Verhandlungen zu erzwingen. Betroffen ist natürlich die Kerngesellschaft der Lufthansa, aber auch Regionaltochter Cityline. UFO sieht rund 800 Jobs bedroht, fordert den tariflichen Sozialplan. Laut UFO verweigert das Management Verhandlungen. Und zwar Themen, die verhandelt werden sollen und müssen, ist Manteltarifvertrag Kerngesellschaft, Schutzstandards, der Kündigungsschutz bei City Airlines. Und UFO wirft der LH vor, unter dem Label Produktivität und Flexibilität Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu schaffen und weniger Planbarkeit des Privatlebens damit zu bekommen. Das heißt also, dass Flugbegleiter wesentlich unflexibler selber werden. Ja, die Kernstrategie ist halt natürlich, dass der Vorstand auf neue Fluggesellschaften, auf neue AOCs setzt, um die Kosten zu drücken. Das ist halt City Airlines Discover, um halt Druck auszuüben auf die bestehenden Betriebe. Wachstum soll laut Carsten Spohr nur dort stattfinden, wo Geld verdient wird. Kann ich irgendwo auch jetzt ehrlicherweise verstehen.
Sprich bei den neuen billigeren AOC als bei Lufthansa Classic. Bei den City Airlines, aber auch bei der Discover verdienen die Crews weniger als bei der Lufthansa, sind aber voll in LH-Flugplan integriert. Für Passagiere ist es auch kaum unterscheidbar. Ihr könnt das nur außen auf dem Logo sehen. City Airlines ersetzt schrittweise City Airlines und wird mit zusätzlichen Flugzeugen Personal in Frankfurt und München aufgebaut. Und dazu haben wir ja auch ein passendes Thema. Ja, die tariffähigen Lösungen können nur im Dialog gefunden werden. Streiks müssen stets das letzte Mittel bleiben, sagt der Lufthansa-Sprecher. Arne Carstens, Sprecher der Group-Tarifkommission, zu keinem Zeitpunkt lag ein Angebot der Arbeitgeberseite vor, das unser Anliegen in irgendeiner Weise aufgegriffen hätte. Und bei der UFO ist es so, das blockt beide Kabinen einfach ab und zieht jeweils knallhart seinen Stiefel durch. Ja, ich denke mal, dass man jetzt natürlich die klassischen Reflexe wieder hat. Man ist kritisch mit der Gewerkschaft. Man sagt ganz einfach, jetzt fordern Mitarbeiter mindestens Inflationsausgleich ohne Mehrwert. Leider steigen die Beträge nicht im gleichen Maß. Im Gegenteil, seit 2025 minus 3%. Wie soll das gehen? Gewerkschaften wollen die alte gute Zeit zurück. Die kommt nicht wieder. Wettbewerb ist knallhart. Also solche Aussagen kommen. Und da muss man natürlich auch sagen, dass auch immer wieder Ausflagen, Tarifflucht, als einziges Unternehmensziel und Dauerstress mit den ehemals überaus loyalen Mitarbeitern auch ein Problem sein kann, dass man das halt macht. Ja, ich kann beide Seiten verstehen, aber der Konflikt ist ja nicht nur Lohn und Rente, sondern ein Machtkampf auch über die Kontrolle im Konzern, in der Struktur. Das heißt also Classic versus Billig-Töchter. Und beide Seiten argumentieren mit der Realität. Das Management sagt, globale Konkurrenz, kleinere Margen, Kostenstruktur sind das Thema. Aber die Kabine sagt, die Belegschaft, gebrochene Zusagen, Tarifflucht, aber auch interne Kannibalisierung, weil man natürlich dann sagt, hey, wer von euch produziert am billigsten? Dann geht das an die Swiss, dann geht das an die und die und die und die. Und was ist das für uns natürlich? Dass das für uns als Vielflieger ein massiver operativer Schaden wird durch die Streiks. Das Risiko, dass Lufthansa Classic weiter geschrumpft wird und Qualität in Richtung Billigprodukt abrutscht. Deshalb auch die Zuschauerfrage des Tages. Auf wessen Seite stehst du im aktuellen Konfliktmanagement oder Crews? Und warum? Und wie viel Qualität wärst du bereit, als Passagier aufzugeben, damit Lufthansa finanziell stabiler wird? Da kannst du gerne was zu sagen. Lass uns mal die Fluggastrechte nochmal anschauen bei diesem Segment. Und zwar Streik der Lufthansa Eigenpersonals, Pilotenkabine gilt rechtlich in der Regel nicht als außergewöhnlicher Umstand. Ganz wichtig. Die Ausgleichszahlung nach Artikel 7 EU-Verordnung 261/2004 zwischen 250 und 600 Euro pro Person bei Annullierung großer Verspätung. Neben Entschädigung gibt es natürlich Anspruch auf Ersatzbeförderung. Anspruch auf Betreuungsleitung heißt also Hotel, Verpflegung, Beförderung zum Hotel im Flughafen, also Taxi. Entschädigung, Ausgleichszahlung, Europäischer Gerichtshof, EuGH, so ist es richtig, EuGH, vom 23.03.2021, Streik des Eigenpersonals ist grundsätzlich kein außergewöhnlicher Umstand. Und die Höhe der Pauschale hatte ich ja eben gesagt, aber nochmal, um euch daran zu erinnern, bis 1500 Kilometer 250 Euro, 1500 bis 3500 sind 400 und über 3500 600. Heißt also, nimmt ein Musterbrief und schreckt den an Lufthansa, imprint@lufthansa.com und denkt an den BCC-Trick. Heißt also, schreibt den euch auch selber, damit ihr einen Nachweis habt, dass es geschickt hat. Trotzdem pünktlich zum Flughafen erscheint zur Beweissicherung ein Foto machen, zum Beispiel Anzeigetafel, Bordkarte, irgendwas in der Richtung. Ersatzbeförderung ist ganz wichtig. Lufthansa muss sich schnell wie möglich ans Ziel bringen, notfalls auch mit anderen Airlines. Praxisempfehlung, weil Lufthansa da ja auch sehr bockig ist. Ich selber hatte ja auch von dem Lufthansa Verspätung. Ich hätte jetzt fast gesagt, profitiert eben nicht. Zuerst Lufthansa schriftlich zur Ersatzbeförderung auffordern, idealerweise mit einer Frist, denkt an die Frist. Wenn keine oder zu späte Reaktion, selbst Flugbuchung, Kosten anschließende Erstattung einreichen. Vorteil, keine stundenlangen Telefon- oder Schalterwarteschlangen nötig. Anspruch auf Hotelübernachtung, wenn Übernachtung unvermeidlich wird, heißt also 2 Stunden Wartezeit. Anspruch auf angemessene Verpflegung, da gibt es Voucher, Snacks. Ich habe die von Lufthansa automatisiert in meine App bekommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann denkt dran, dass ihr imprint@lufthansa.com mit kurzer Frist zur Bereitstellung von Hotel und Verpflegung auffordert. Wenn nichts kommt, Hotel und Verpflegung selber buchen und bezahlen und dann natürlich von Hansens wieder zurücknehmen. Aber denkt an die Belege, ne? Also dass ihr die einreichen könnt.
Streik kostet Nerven, aber rein rechtlich ist man ja relativ gut abgesichert als Pauschalreiser, vielleicht sogar noch besser als individuell Reisender. Und nach kurzer Zahlungsfrist, so 10 Tage, 7 bis 10 Tage, könnt ihr einen Rechtsanwalt einschalten. Und teilweise ist das natürlich auch möglich mit einer kostenlosen Erstberatung, die einige gute Anwälte auch anbieten. Ja, was würdest du im Streitfall reagieren? Abwarten, hoffen, dass Lufthansa sich umbucht oder selbst aktiv Ersatzflüge, Hotels buchen und Airlines später zahlen lassen? Was ist da deine Strategie? Was machst du da? Ja, Lufthansa Citylines hat ja auch den Betrieb in Frankfurt Hub übernommen. Erster Flug ist der Flug von Frankfurt nach Manchester in 320 Neo mit der Delta Alpha India Juliet November. City Airlines ist voll in Lufthansa-Flugplan integriert, verkauft allerdings auch keine eigenen Flugtickets. Das heißt also, wir fliegen mit Lufthansa Tickets. Der Carrier soll mittelfristig ja die Cityline ersetzen, deren Betrieb ja bis 2027 abgewickelt wird. Flottenaufbau auch ganz klar, 7 Airbus 320 Neo stationiert ab Februar. Zusätzliche Ziele sind Berlin-Valencia ab März, Düsseldorf-Malaga mit zweitem Flugzeug ab Sommer 2026, Erweiterung unter anderem London, Heathrow, Stockholm, Bilbao, Hamburg, Helsinki, Ibiza, Marseille, Bukarest, München bereits 13 Flugzeuge stationiert. 2025 knapp 16.000 Flüge, ca. 2 Millionen Passagiere zu 27 Destinationen, zukünftig Ausrüstung mit 40 A220-300, die kommen ab Ende 2026 und seit September 2025 Mitglied der Starlines. Und genau das ist natürlich auch ein Grund für den Tarifkonflikt, den die Freunde von der UFO da haben. Und da ist es halt wirklich so, dass man halt sagen muss, dass man da ja man kann beide Seiten verstehen. Es ist halt wirklich so. Und ja, that's it. Also Firmen sind leider nicht wie früher, wo du reingehst in die Firma und als Rentner rausgehst. Ja, City Airlines ist operativer Zubringer, politisch aber ein Hebel zur Kostensenkung und zur Machtverschiebung im Konzern. Das muss man auch ehrlicherweise so gestehen. Und ist dir als Passagier wichtig, ob du mit Lufthansa Classic, City Airlines oder einer anderen Konzerntochter fliegst, oder zählt am Ende nur der Preis und die Gültigkeit, nein, die Günstigkeit, die Pünktlichkeit und der Preis. Ja, dann haben wir beim 380er ja gute Nachrichten. Das sind ja, dass die Sitze ausgetauscht werden, dass wir eine neue Business Class bekommen. Die erste A350 von Lufthansa, die Delta Alpha India Mike Charlie, erhält in Dresden eine neue Kabine. Rückkehr nach München ist für Mitte April geplant. Die Business Class wird komplett neu, aber gleichzeitig von 78 auf 68 Sitze reduziert. Also 10 Plätze gehen weg. Und damit wird eine Position in der Cabin Crew weniger. Die Sitze sind ja von Thomson Aero bereits zertifiziert bei der Quantum 380 im Einsatz, also da werden wir jetzt keine neuen Überraschungen haben. Jeder Platz hat einen direkten Gangzugang, Sitzplatz 58 cm, Bettlänge mindestens 2 Meter, Bluetooth-Konnektivität, flexible Trennwände für mehr Privatsphäre, aber es ist halt wesentlich moderner als die alte C, die von der Lufthansa dort verarbeitet wurde und na gut, ist kein Allegris, aber hey. Ja, die interne Mitteilung sagt halt, dass der Wegfall der Position U2LB, also Upper Deck Left Business, die neue Besatzungsstärke der Kabine ist 1 Purser plus 19 weitere Crewmitglieder, vorher war es 20 plus Purser. Begründung weniger C-Plätze, geringer Personalbedarf nach internen Schlüsselzahlen. Ja, da könnt ihr natürlich schauen, kämpft weiterhin, aber auch trotzdem mit der Verzögerung bei der 787-9er die Lufthansa. Aktuell können nur 4 von 28 Businessplätzen verkauft werden. Um mehr Platz freigeben zu können, wurde die Kabinencrew um eine Person erhöht. Heißt also seit 1. Februar 1 Purser und 9 Flugbegleiter. Das heißt also, man hat eine deutlich zeitgemäßere Business Class im 380er, aber auch Kostensenkung durch weniger Premium-Sitze, aber weniger Crew, bessere Hardprodukte, aber potenziell weniger individuelle Betreuung, weil weniger C-Plätze und leicht reduzierte Crew da ist. Allegris Tisat, da wird weiter nach. Und die Frage ist, was ist dir wichtiger bei der Business Class? Maximale Privatsphäre und moderner Sitz oder eine größere Crew und bessere Betreuung? Da bin ich mal auf eure Antworten gespannt. Dann haben wir bei den Freunden von der IHG das Thema mit den abgelaufenen Suite-Upgrades. Die kann man ja erfolgreich anscheinend doch verlängern mit Anruf. Heißt also, ein Milestones Award bietet unter anderem die Conformable Suite Upgrades. Das sind die sogenannten CSUs. Und die hatte 2 C-Voucher
haben einige, die ja dann, je nachdem, wann man das Milestone erreicht, dass diese dann ablaufen und man keine Chance hatte, diese dann zu benutzen. Man kann den Ambassador das anschreiben und Verlängerung und Umwandlung in Punkte bitten. Zum Beispiel, das macht man ja bei Hyatt. Ergebnis ist aber, dass die 2 neue CSU ausgestellt haben, die dann nochmal ein halbes Jahr länger galten. Also das wäre das Interessante. Ja, also insofern da für euch nochmal der Hinweis, dass ihr da auch Gas geben könnt mit Themen und dass ihr dort auch Spaß haben könnt mit IHG, dass ihr flexibel sind. Da können wir nochmal 2 Fragen dazu natürlich stellen, dass wir natürlich da auch sagen können, wie viel Mühe bist du bereit zu investieren, um abgelaufene Hotelvorteile, Upgrades, Voucher und Punkte zu retten. Und da sagst du, wenn abgelaufen werden, Pech gehabt. Aber man kann ja hier mitnehmen, dass Interconti oder IHG kulant ist zu seinen guten Gästen. Das finde ich schon mal gut. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, aufs School zu kommen. Und die Themen, die wir heute für euch haben, sind, also als Frage des Tages haben, ist natürlich einmal mit dem Streik. Heißt also, auf wessen Seite stehst du im aktuellen Konfliktmanagement oder Crew und warum und wie viel Qualität wärst du bereit als Passagier aufzugeben, damit Lufthansa finanziell stabiler wird. Und dann die zweite Frage ist, wie würdest du im Streikfall reagieren? Würdest du selber suchen oder würdest du hoffen, Lufthansa, bitte rette mich? Da bin ich mal gespannt, was eure Antworten sind. Danke, dass ihr heute dabei wart. Viel Spaß und bis bald. Abspann.